Ja, hallo zusammen. Ich habe Post bekommen und zwar von Garmin die Garmin Venue 2 Plus. Diese Uhr habe ich jetzt schon mal einen Tag getragen, um euch auch ein paar Daten zeigen zu können. Ich habe auch schon ein Workout durchgeführt und ich möchte euch einfach mal zeigen, was die Uhr alles so zu bieten hat, beziehungsweise ich möchte euch auch ein paar Einstellungen zeigen, die ihr vornehmen könnt, um hier das Optimale aus der Uhr herauszuholen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an. Ja, da haben wir das gute Stück, die Venue 2 Plus. Und wir haben hier unten einmal einen Herzfrequenzsensor verbaut und ein Pulsoximeter ist hier mit dabei. Und hier haben wir die Garmin-typischen Anschlüsse. Ich persönlich nutze für die Ladung immer solche, ja, so eine Dockingstation. Die kann man hier wunderbar an die Uhr anbringen und dann kann die entsprechend mal geladen werden. Man kann die so hinstellen und so liegt die Uhr nicht irgendwie an der Seite oder auf dem Kopf, wenn man mit diesen Garmin-typischen Anschlüssen lädt. Ich werde euch das Ganze mal in der Videobeschreibung verlinken, was ich da habe. Beziehungsweise hier sind dann auch immer noch solche Schutznoppen drauf, die ihr dann hier entsprechend drauf machen könnt. Gerade wenn ihr viel lauft und Sport macht und hier Hautreste reinkommen, dann kann das mal verdrecken und dann nicht mehr richtig funktionieren. Daher nutze ich hier immer solche, ja, Gumminüpsel nenne ich die Dinger. Zudem habt ihr die Möglichkeit, hier die Armbänder zu wechseln. Also alles normal, wie man es von Garmin kennt. Ja, dann kommen wir aber schon mal zur Uhr selber. Das Watchface, was ihr jetzt seht, ist ein Watchface, was hier schon vorinstalliert ist. Das bedeutet, ihr könnt aber auch im iQ Store diverse Watchfaces herunterladen, die auf die Uhr draufbringen bzw. draufladen und dann entsprechend auswählen. Ihr seht jetzt schon, hier ist immer geht das Display nach einer gewissen Zeit aus. Man kann das einstellen. Es gibt hier 3 Stufen zwischen kurz, mittel und lang. Ich habe jetzt hier mittel eingestellt, um das hier mal kurz zu sehen. Ich habe es gerade angetippt, wie lange das Ganze ungefähr leuchtet. Und das Ganze funktioniert dann auch mit Gestensteuerung. Das heißt, wenn ihr die Uhr bewegt, dann wird hier immer das Display eingeschaltet. Meine Erfahrung hat jetzt eigentlich gezeigt, dass es doch sehr schnell reagiert und es überhaupt keine großen Verzögerungen gab. Die Bedienung der Uhr erfolgt über hier einmal 3 Tasten. Wir haben hier 3 Möglichkeiten, hier das Ganze zu aktivieren. Zum Beispiel oben gehen wir direkt auf ein Workout. Wenn wir dann länger hier drauf drücken, kommen wir in ein Ringmenü hinein, wo wir dann diverse Sachen auswählen können. Wir sehen auch hier schon, Spotify wird unterstützt. Ich kann hier zum Beispiel mein Telefon suchen. Hier sehe ich auch, ob das Telefon verbunden ist mit dem blauen Bluetooth-Telefon. Ich kann hier auch direkt einen Anruf tätigen mit meinen Notfallkontakten, wenn ich hier reingehe. Und ich habe hier oben noch die Möglichkeit, auch direkt die Helligkeit einzustellen, wie hell ich das will. Also man sieht hier ganz genau, ich habe jetzt hier die mittlere Helligkeit. Wir können das hier so ganz hell machen oder hier auf dunkel, beziehungsweise auch den automatischen Modus ausstellen. Wir machen das wieder auf mittel und natürlich können wir dann hier die Uhr auch ausschalten hier oben, beziehungsweise sperren. Die mittlere Taste kann ich mir selber belegen. Ich habe jetzt einmal beim kurz draufdrücken, habe ich jetzt hier der Spotify hinterlegt, beziehungsweise hier, wenn ich lange drauf drücke, komme ich hier zum Connect to Voice Assistant. Den habe ich jetzt noch nicht eingerichtet. Den will ich mal in einem Tutorial noch einrichten mit euch zusammen und den auch mal testen. Ja, als vierte Möglichkeit haben wir dann das Touch-Display. Also wir können jetzt hier dann entsprechend das herunterscrollen. Und ich muss auch sagen, es gibt hier überhaupt keine Schwierigkeiten, hier das Ganze zu steuern. Also wir sehen jetzt hier auch, das ist wirklich sehr gut. Ja, dann kommen wir auch schon mal zu den Widgets, die es hier so gibt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Wetter. Also ihr müsst das Ganze mit Connect IQ einmal synchronisieren. Dann bekommt ihr die Wetterdaten drauf. Dann seht ihr hier die Regenwahrscheinlichkeit, die gefühlte Temperatur, beziehungsweise dann auch hier die Prognosen für die nächsten Stunden und auch die Wetterprognosen für die nächsten Tage. So habt ihr dann immer ein Update. Zudem gibt es dann noch den Taupunkt und die Luftfeuchtigkeit und den UV-Index. Ja, dann kommen wir auch schon zu den klassischen Fitness-Tracker-Sachen. Einmal hier die Schritte, die Etagen. Und bei den Schritten ist so, ihr könnt ein Ziel hinterlegen in der App und dann seht ihr hier den Tagesverlauf. Hier unten sehen wir auch noch einen Aktivitätsbalken, der, wenn der sich gefüllt hat, dann entsprechend auch euch anzeigt oder Alarm gibt, dass ihr euch mal bewegen sollt. Das Gute ist auch, wenn ihr vorher eine andere Garmin-Uhr hattet und das Ganze hier synchronisiert, da werdet ihr auch gefragt, ob die Daten übernommen werden sollen, dann habt ihr auch die Daten der alten Uhr und bekommt diese entsprechend auch angezeigt. Das heißt also, die Daten gehen nicht verloren, werden hier weitergeführt. Dann haben wir einmal noch die Intensitätsminuten, da könnt ihr dann quasi festlegen, wie viel Minuten ihr in der Woche Sport machen wollt. Dann wird das Ganze entsprechend gezählt und dabei zählen halt Workouts, zum Beispiel Laufen, mehr als jetzt zum Beispiel sich bewegen, aber es wird auch berücksichtigt, wenn ihr jetzt kein Workout in der Woche macht, euch aber trotzdem viel bewegt, zum Beispiel seid Postbote oder was auch immer ihr mal für einen Beruf habt und euch viel bewegt, dann wird das Ganze auch mit berücksichtigt, so könnt ihr dann euer Ziel entsprechend erreichen. Dann haben wir einmal natürlich noch die Kalorien, die mit getrackt werden. Da sehen wir jetzt hier einmal, ich habe hier 15 Aktivkalorien und 1300 in Ruhe. Ihr könnt das Ganze dann auch noch mit MyFitnessPal verbinden und bekommt dann eine Anzeige in Garmin Connect. Das heißt, ihr trackt euer Essen dann in MyFitnessPal und das Ganze wird dann mit Garmin synchronisiert und Garmin berücksichtigt dann auch die Kalorien, die ihr dann eingenommen habt und dann wird das Ganze verrechnet und seht ihr dann euer Kaloriendefizit bzw. was ihr dann entsprechend noch nutzen könnt. Dann haben wir natürlich noch die klassische Herzfrequenzmessung. Da könnt ihr euch dann entsprechend den Tagesverlauf anschauen, wie das war, es war jetzt die Nacht.
Und ihr könnt dann hier euch auch eine längere Statistik anschauen. Ich habe jetzt leider eine Garmin-Uhr nicht 24/7 angehabt, weil ich eine andere Uhr getestet habe. Deswegen sind jetzt hier so wenig Daten da. Aber hier habt ihr dann entsprechend dann auch euren 7-Tages durchschnittlichen Herzfrequenz. Dann haben wir noch einmal den Pulsoximeter, und der Pulsoximeter, der misst euren Blutsauerstoff. Und hier ist es so, ihr könnt ihn einstellen zwischen, ich möchte ihn jetzt einfach nur nachts haben, ich möchte ihn einfach nur jetzt direkt messen. Also wenn ich hier reingehe, kann ich den auch quasi hier direkt messen lassen. Also hier wird dann gesagt, hier ruhig bleiben. Ich habe jetzt die Uhr nicht an, deswegen funktioniert es nicht. Dann kommen wir auch zum nächsten, und zwar Body Battery in Stress. Das ist so ein bisschen, ja, hat was gemeinsam miteinander zu tun. Die Body Battery ist quasi so der Akku von einem, die Batterie, wie es schon sagt. Und der Stress ist natürlich den Stress, den man hat. Und es hängt auch alles eng zusammen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt viel Stress habt, dann geht es natürlich auf eure Leistung des Körpers, beziehungsweise auf euren Energiehaushalt. Zum Beispiel Stress ist jetzt nach dem Workout, oder Stress ist jetzt, wenn ihr jetzt wirklich viel unterwegs seid, hohe Herzfrequenzen habt, dann wird es entsprechend ermittelt. Wenn wir jetzt einfach mal hier reingehen, sehen wir hier, ich habe jetzt 49 Punkte geladen und 18 Punkte entladen. Und wir sehen jetzt hier einfach schon mal den Verlauf der Body Battery. Wenn wir uns das Ganze dann nochmal im Stress anschauen, sehen wir hier, die roten Balken sind etwas in Anführungszeichen stressiger und die blauen Balken sind entspannend. Und dann sehen wir ja schon ganz gut in der Nacht, dass es dann entsprechend hier eine Erholung gab. Wenn wir dann nochmal in den Stress selber hineingehen, bekommen wir da auch nochmal detaillierte Statistiken. Also einmal sehen wir natürlich die Balken, die wir jetzt gerade eben auch schon gesehen haben. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, bekommen wir hier eine Tageszusammenfassung. Und wir sehen es hier, es war sehr erholend bis jetzt. Und dann sehe ich auch nochmal eine Gesamtübersicht. Bei mir ist es jetzt aber so, dadurch, dass ich die Garmin-Uhren bis jetzt nur beim Workout getragen habe, ist natürlich immer ganz hoher Stresslevel. Es wird natürlich bei euch anders aussehen, wenn ihr die Uhr 24/7 tragt. Dann gibt es noch bei den Workouts einen sogenannten Health Snapshot. Das ist nur das Ergebnis, was wir hier sehen. Und dann sehen wir jetzt hier, ich habe es jetzt mal zweimal ausprobiert gestern, da wird einmal die durchschnittliche Herzfrequenz gemessen, dann hier den Blutsauerstoff, die Atemfrequenz und der durchschnittliche Stress und als guter Letzt noch die Herzvariabilität, die dann entscheidend ist, wie gut hier euer Körper auf Veränderungen reagiert. Dann haben wir einmal die Atmung, die gemessen wird. Das sehen wir jetzt hier, da werden die Atemzüge pro Minute gemessen. Ich habe jetzt die Uhr, wie gesagt, nicht an, das ist jetzt schwierig. Und hier sehen wir hier jetzt den Verlauf. Das Ganze hängt dann auch so ein bisschen mit dem Schlafen zusammen. Wir sehen jetzt hier, ich habe schon mal ein Schlaftracking gemacht. Wir bekommen hier jetzt einen Score angezeigt und die Qualität, langer und regenerierter Schlaf. Hier oben sehen wir dann nochmal eine Auswertung zu dem Ganzen, dass man das so weitermachen soll. Ihr bekommt auch nochmal Details dann in der App. Es gibt da noch einen Sleeping Score, der angezeigt wird. Ich habe jetzt aber leider schon die Erfahrung gemacht, ich hatte zum Beispiel eine sehr unruhige Nacht, der ich viel wach war. Das wurde gar nicht so ganz berücksichtigt. Ich war nämlich fast 50 Minuten wach in der Nacht, also wirklich wach. Und es ist jetzt hier nicht mit eingetrackt worden. Ich hoffe, dass da nochmal eine Besserung kommt. Vielleicht wird es auch mit der Zeit jetzt besser, wenn mich die Uhr ein bisschen kennenlernt. Aber das ist so meine Erfahrung mit Garmin Schlaftracking. Das hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Dann kann ich mir noch einrichten, dass ich die letzten 7 Tage, was ich da alles gemacht habe, da bekomme ich dann tatsächlich auch die Statistik dann von meiner Phoenix in dem Fall, wo ich dann gelaufen bin. Jetzt können wir einfach mal reinschauen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Lauf anschauen vom 13. Januar, da hatte ich die Uhr noch nicht gehabt. Dann können wir mal gucken, es waren 7,1 Kilometer. Hier bekomme ich ein paar Details angezeigt. Dann sehen wir auch jetzt hier, wo die Quelle war. Das war in dem Fall die Phoenix 6. Ja, dann gibt es auch noch einen Garmin Coach. Garmin Coach ist eine Möglichkeit, in dem ihr einen Trainingsplan machen könnt. Es gibt einmal Trainingspläne auf der App. Da könnt ihr entsprechend reingehen. Ich habe das Ganze auch mal im Video vorgestellt. Das verlinke ich euch einfach mal. Da könnt ihr entsprechend einen Trainingsplan aussuchen zwischen 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon. Und hier werdet ihr dann entsprechend geleitet und bekommt hier Workouts. Und hier bekommt ihr dann entsprechend, wenn ihr das ausführt, einen Trainingsplan angezeigt, beziehungsweise dann entsprechend das Workout, was ihr an diesem Tag machen sollt. Dann sehen wir auch hier, Benachrichtigungen kommen auf die Uhr, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dass jetzt zum Beispiel Stride Critical Power erhöht hat. Und so bekommt ihr dann auch die Meldung. So sehen zum Beispiel auch WhatsApp-Meldungen aus. Dann könnt ihr euch auch nochmal die Musikfunktion selber hier anzeigen lassen. Und was jetzt hier für mich neu ist, das kannte ich noch gar nicht. Und zwar, das ist die Challenge. Das ist jetzt hier, wir sehen jetzt hier wird entsprechend das Handy verbunden. Dann sehen wir auch, dass hier dann die ganzen Challenge angezeigt werden. Ich bin zum Beispiel jetzt in der 15.000er Challenge und dann sehe ich jetzt einfach, auf welchem Platz ich momentan liege. Und so kann ich mir dann entsprechend die Garmin Challenge, die ich ausgewählt habe, mir auch anzeigen lassen und kann die mitverfolgen. Wir sehen auch hier jetzt zum Beispiel Laufschritte im Januar, dass ich hier mein Ziel erreiche. Welche Auslastung ich jetzt schon habe, 66%, ob ich dann mein Ziel erreiche, ich muss nicht direkt in die App hineinschauen. Wir können natürlich das Ganze auch bearbeiten. Dafür gehe ich einfach hier auf Bearbeiten und dann sehen wir jetzt einfach schon mal hier die Widgets, die wir hier aufgeführt haben. Wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, hier nochmal Widgets hinzuzufügen, die schon auf der Uhr installiert sind. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Kalender nicht ausgewählt, dann wählen wir den einfach jetzt entsprechend aus. Dann bekomme ich den auch angezeigt. Wenn ich den jetzt aber woanders positioniert haben möchte, gehe ich einfach hier doppelt drauf und dann kann ich hier einfach mir das Widget, wie ich es haben möchte, hin und her schieben. Dann sage ich jetzt hier einfach hier auf OK. Und dann habe ich das Ganze hier
entsprechend verschoben. Also so könnt ihr es dann entsprechend einstellen, wie ihr es wollt, beziehungsweise wenn ihr jetzt sagt, okay, den Kalender zum Beispiel möchte ich doch nicht haben, das nervt mich irgendwie, dann könnt ihr einfach auch wieder Doppelklick machen, hier auf X drücken und dann ist das Widget weg und so habt ihr das dann entsprechend hier verwaltet, wie ihr es möchtet. Ja, dann gehen wir auch schon mal in die Workouts hinein. Wenn wir hier oben draufklicken, dann kommen wir direkt hinein. Dann sehen wir schon mal hier die Workouts, die zur Verfügung stehen. Wir haben hier einmal Gehen und Laufen, jeweils Outdoor und Indoor, Radfahren, Outdoor, Indoor, Kraft, HIIT, Cardio, Pilates. Dann haben wir noch die Challenge, die wir auswählen können. Dann habe ich hier den Stride Workout App. Das sind aber nicht alle Workouts. Das sind die ich in meine Favoriten gesetzt habe. Das kann man, wie gesagt, auch in der App einstellen. Dann gehen wir einfach mal auf das Plus und hier sehen wir schon mal Navigieren, Atemübung, Health Snapshot. Das sind jetzt die jetzt nicht in den Favoriten sind, aber installiert. Und wenn ich dann auf das Plus hier gehe, dann kann ich mir noch die anderen Workouts hinzufügen, die ich jetzt nicht dabei habe. Das wäre einmal Hallenbahn, Treppensteigen, Schwimmbad, Wandern, Yoga, Crosstrainer, Stepper, Indoor Klettern, Bouldern, dann Indoor Rudern, Rudern selber, das SUP, Golf spielen, Skifahren, Snowboarden und Langlaufen. Das sind jetzt alle Workouts, die zur Möglichkeit bestehen. Aber ich kann mir auch theoretisch noch hier eigene Workouts erstellen und hier zum Beispiel ein Workout kopieren und dann entsprechend für mich einstellen. Jetzt ist aber so, die Garmin hat ja vieles eingestellt. Ihr könnt euch aber auch sehr, sehr viel selber einstellen. Das ist wirklich das Gute bei den Garmin-Uhren. Wir gehen jetzt einfach hier auf Laufen und hier können wir jetzt entsprechend, wir sehen jetzt auch hier wird das Stride Footboard gesucht, beziehungsweise im Brustgurt, der ist jetzt momentan nicht verbunden. Ich kann jetzt aber hier reingehen, unten auf die Taste und dann kann ich hier zum Beispiel auch mal auf meine Trainings gehen. Dann kann ich mir alle Trainings anschauen, die ich hier habe. Dann kann ich auf den Trainingskalender gehen. Hier wäre zum Beispiel das Training vom Garmin-Coach drin. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier das Workout starten wollt und ihr habt euch verdrückt, dann könnt ihr es im Trainingskalender entsprechend das Workout holen. Ihr habt eine Live-Track-Funktion, wie das Ganze funktioniert. Das habe ich in meinem Video erklärt. Das verlinke ich euch auch. Da kann dann jemand quasi euch verfolgen, wo ihr unterwegs seid. Gerade wenn ihr als Frau unterwegs seid und ein bisschen unsicher seid, könnt ihr dann entsprechend hier sagen, verfolgt mich, beziehungsweise dann weißt du immer, wo ich bin. Und hier das Ganze ist noch mit der Einstellung, da kann ich dann entsprechend hier meine verschiedenen Sachen einstellen. Ich kann mir hier zum Beispiel die Alarme einstellen, wenn man das haben möchte, je nachdem Herzfrequenz, Ton, Pace etc. Wenn ich zu schnell bin oder die Herzfrequenz zu hoch ist, bekomme ich dann einen Alarm auf die Uhr. Ich kann mir dann die Autolab einstellen, beziehungsweise die Autopause. Ich habe die immer aus bei mir. Und ich kann natürlich Farbgebung ändern und ich kann hier direkt auch die GPS-Daten ändern, wie ich das Ganze messen möchte. Ich lasse immer GPS GLONASS an. Was aber dann hinzukommt, ist, dass ich die Trainingsseiten einstellen kann. Und hier ist es so, also regulär sieht es bei euch wahrscheinlich so aus. Ihr könnt einmal die Herzfrequenzskala ein- und ausschalten. Ihr könnt aber auch die Seiten ein- und ausschalten. Das bedeutet, eine Seite ist immer an. Ihr könnt bis zu 3 hinzufügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier die Nummer 2 hinzufügen, kann ich mir die aber auch individuell einstellen. Und zwar, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich mir sagen, ich möchte hier ein Datenfeld nutzen, was ich zum Beispiel aus dem Connect IQ Store habe. Ich nehme dann einfach, suche mir im Connect IQ Store ein Datenfeld. Ich habe jetzt hier eins drauf schon, zum Beispiel für ein Stride oder jetzt ein anderes Run-Power-Feld. Das kann ich runterladen, synchronisiere die Uhr und dann kann ich dieses Datenfeld hinzufügen. Das geht eigentlich ganz einfach. Wir gehen einmal hier aufs Layout. Die meisten Connect IQ Datenfelder brauchen nur eins. Dann scrollen wir einfach jetzt hier runter. Und dann haben wir jetzt ein Datenfeld ausgewählt. Da drücken wir dann hier Bestätigen einmal mit der Taste hier drauf, beziehungsweise mit einem Touch. Wenn ich dann auf Datenfeld bearbeiten gehe, gehe ich hier einfach drauf. Und hier ist es so, hier müsst ihr doppelklicken. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Dann habe ich hier das Connect IQ Feld. Dann wähle ich das entsprechend aus. Dann kann ich sagen, ich möchte hier zum Beispiel Run Power Workout drauf haben. Und dann habe ich hier mein Run Power Workout. Sehen wir hier die verschiedenen Datenfelder, die ich haben möchte. Bestätige das Ganze. Und wenn wir jetzt das Workout starten, dann sehen wir jetzt auch gleich einmal hier das Standardfeld, was ich jetzt von Garmin habe. Dann kommen wir hier genau das Feld, was ich gerade eben ausgewählt habe. Und dann habe ich hier nochmal die Herzfrequenz. Ja, dann kommen wir auch mal zur Einstellung der Uhr. Also man kann hier auch mehrere Sachen einstellen. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir unten drauf drückt, bekomme ich hier entsprechendes angezeigt. Wenn ihr jetzt ein Display im Garmin Connect IQ Store runterladet, ist hier das Ganze unter Display Designs. Ich habe jetzt noch momentan die vorinstallierten hier drauf. Also wir sehen schon, es ist eine Vielzahl von Displays vorhanden. Da kann man wirklich nichts sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel das hier auswählt, dann bekomme ich jetzt hier die Daten angezeigt. Dann haben wir hier noch die Uhreneinstellung. Wir können hier diverse Alarme aktivieren, was ich haben möchte, beziehungsweise auch einen Timer. Und natürlich hier kann ich auch die Zeitquellen einstellen. Und da ist aber auch so, die groben Einstellungen kann ich auch wieder über die App machen. Das bedeutet hier so 24 Stunden etc. habe ich auch die Möglichkeit, diese auf der App einzustellen. Ich muss da nicht hier in die tiefen Menüs hineingehen. Aber wenn ihr jetzt das Handy nicht zur Verfügung habt, könnt ihr es dann entsprechend hier auch ändern.
Dann habt ihr noch das Phone Calling, wenn ihr dann entsprechend hier eure Notfallkontakte anrufen wollt. Wie gesagt, das Ganze mit der Sprachsteuerung werde ich dann nochmal im separaten Video machen. Ich muss es selber noch testen. Ich habe es noch gar nicht getestet. Ich habe nur festgestellt, wenn man mit der Kamera filmt, die auch entsprechend verbunden ist, dann stoppt es den Film. Dann haben wir hier noch weitere Einstellungen, und zwar sind das die Aktivitäten und Apps. Da ist es so, hier kann ich dann entsprechend hier nochmal meine Aktivitäten und Apps verwalten und hier entsprechend hinzufügen. Das Ganze haben wir vorhin schon gesehen. Dann haben wir nochmal eine Übersicht mit diesen ganzen Widgets, da könnt ihr es nochmal einstellen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Steuerung, also das Kreissymbol, was wir vorher gesehen haben, um das hier zu ändern. Das bedeutet, wenn ich jetzt das zum Beispiel hier ändern will, ich will jetzt zum Beispiel hier das nicht haben, ich gehe jetzt hier auf ein Plus, dann kann ich mir verschiedene Sachen hier aussuchen, was ich hier auf die Schnelltaste haben möchte. Kann ich zum Beispiel sagen Broadcast Heart Rate. Ich sehe jetzt gerade so, manches ist tatsächlich noch nicht übersetzt. Ich habe heute ein Update gemacht, aber normalerweise ist es Herzfrequenz senden. Ja, die Uhr kann auch Herzfrequenz senden. Das ist gerade interessant, wenn ich zum Beispiel mit Swift oder sowas laufen gehe oder radel. Dann sage ich jetzt einfach hier Broadcast Heart Rate. Und dann ist es entsprechend hier oben auch dann in dem Schnellmenü ausgewählt. Dann habe ich noch Kurzbefehle, das betrifft hier die Taste rechts. Und auch wir sehen hier, das ist noch nicht ganz übersetzt. Und da habe ich jetzt hier die Musikfunktion und Voice Assistant. Und wenn ich jetzt entsprechend hier drauf gehe, kann ich mir dann auch was anderes aussuchen, was ich hier einstellen möchte für die Schnelltaste. Und hier ist es tatsächlich so, dass das nicht so ganz alles beinhaltet im Text, was da drin ist. Wenn wir nicht reingehen, können wir einmal natürlich sagen, das Ganze abzuschalten. Wir können Alarme einstellen für zu niedrige oder zu hohe Herzfrequenzen. Das bei Aktivität senden soll, haben wir ja schon auf die Short-Taste gemacht. Und wir können hier den Pulsoximeter verwalten. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und dann sehen wir hier, da kann ich entsprechend einstellen, ob ich das jetzt den ganzen Tag haben will, beim Schlafen oder bei Bedarf. Also hier könnt ihr es entsprechend auswählen, wie ich es eingangs erwähnt habe, wie ihr das Ganze messen wollt. Ich habe es jetzt einfach nur bei Bedarf gelassen, weil ich das Ganze nur bei Bedarf möchte. Aber neben den ganzen Sensoriken, die ihr verbinden könnt, könnt ihr natürlich auch nochmal hier den Höhenbarometer kalibrieren, beziehungsweise dann auch entsprechend den Kompass kalibrieren. Dann könnt ihr hier entsprechend die Musik verwalten, also ihr könnt die Kopfhörer hinzufügen und den Musikanbieter verwalten. In dem Fall habe ich jetzt hier Spotify, es geht aber auch Deezer und ich meine auch Amazon ist möglich. Dann haben wir hier noch die Konnektivität, entsprechend dann hier das mit WLAN und Telefon. Also es könnt auch so einstellen, dass die Uhr die Aktivitäten automatisch direkt hochlädt, sobald sie im WLAN ist. Dann haben wir noch Sicherheit und Tracking und den Fitness-Tracker, wenn wir hier reingehen, den können wir entsprechend dann nochmal verwalten. Ich habe zum Beispiel hier Move IQ ausgeschaltet. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine Aktivität macht, erkennt die Uhr das automatisch und hinterlegt eine Aktivität. Das möchte ich aber nicht, weil ich meine Aktivitäten selber starte. Also wenn ihr es haben wollt, müsst ihr es entsprechend einschalten. Es ist automatisch eingeschaltet. Ich habe es schon mal ausgeschaltet. Und hier könnt ihr auch nochmal die Intensitätsminuten verwalten, beziehungsweise hier, ich habe es hier auf automatisch mal stehen, dann ermittelt er quasi automatischen Wert für das Ziel. Dann kommen wir noch zum Batteriemanager. Hier kann ich einstellen, ob ich hier einen Sparmodus haben möchte. Dann ist hier automatisch die Akkulaufzeit in Prozent eingestellt. Ich habe hier noch den erweiterten Akkumodus. Das bedeutet, die Uhr zeigt dann nochmal an, wie viele Tage das dann, also die Prozent, wie viele Tage das in Laufzeit eigentlich bedeutet. Dann kommen wir auch zum letzten Punkt, das ist das System. Und hier kann ich natürlich Sachen wie Sprache und Zeit einstellen oder auch die Anzeige nochmal einstellen. Wir sehen jetzt hier, ich habe es auf Helligkeit Mittel. Dann ist das Ganze unterteilt zwischen während der Aktivität, das bedeutet, ich mache ein Workout. Dann kann ich sagen, ich möchte hier zum Beispiel das Zeitlimit Mittel haben und die Gesten ein und Empfindlichkeit hoch. Ne? Also wie die Geste halt reagiert oder nicht so hoch, weil ich mich zu viel bewege. Das Ganze kann ich nochmal für die allgemeine Nutzung haben. Und wir sehen jetzt hier, ich habe das Ganze gerade auf lang gestellt, weil auch relativ schnell immer das Bild ausgegangen ist bei dem Videodreh. Und auch hier sind die Gesten eingestellt und die Empfindlichkeit hoch. Das bedeutet, wenn euch das zu schnell oder zu gut reagiert, dann könnt ihr es auch entsprechend runterstellen auf niedrig. Der interessantere Punkt ist aber hier etwas unten versteckt, und zwar, das ist die Datenaufzeichnung. Und ich habe jetzt hier nämlich, also ihr habt normalerweise das Ganze auf intelligent stehen. Intelligent bedeutet, die Uhr sucht halt, was Optimum ist beim Datenaufzeichnen des GPS-Wertes. Ich habe das immer auf jede Sekunde stehen. Warum habe ich es auf jede Sekunde? Weil so die Uhr ständig dann die Daten abruft und hier ein viel genaueres GPS-Bild bekommt, gerade wenn ihr so zwischen Häusern unterwegs seid oder auf freiem Land, wenn ihr mal aus dem Wald rauskommt, wird hier viel besser das Ganze aufgezeichnet. Daher empfehle ich das Ganze auf jede Sekunde zu stellen. Verbraucht natürlich mehr Akku, aber ihr bekommt ein besseres GPS-Bild. Ja, das Ganze sollte ein ersten Eindruck sein. Ich wollte euch jetzt einfach mal kurz die Menüs zeigen, beziehungsweise die Funktion der Uhr. Ich würde die Uhr jetzt mal entsprechend testen und dann noch mal einen Test machen. Wenn euch das interessiert, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Wenn euch noch mehr interessante Videos rund um Garmin interessieren, dann schaut einfach mal in diese Playlist hinein. Beziehungsweise, wenn euch generelle Tests von Uhren interessieren, dann könnt ihr auch mal in diese Playlist hineinschauen. Da seht ihr dann auch, wie ich meine Tests mache. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.